Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum ersten richtigen Video im European Cyber Security Month. Diese 2 Monate, ja es sind 2, drehen sich mehr oder weniger hauptsächlich bei mir um Security. Ihr wisst, ihr findet einige Playlists bei mir schon auf dem Kanal. Wir wollen aber in diesem Video klären, was ihr und was jeder tun sollte, um sich im Netz besser abzusichern. Ja, das heißt, was ihr tun könnt, damit ihr nicht so leicht gehackt werdet. Das sind 10 Punkte, die will ich euch alle geben. Und ja, das sind genau die Punkte, die jeder macht. Ja, das sind die Punkte, die wirklich Professionals machen. Also die Leute, die wirklich im Security-Bereich arbeiten, Hacker und so weiter und so fort, ja. Aber auch die Sachen, die die Oma von nebenan machen sollte. Das heißt, dieses Video ist wirklich für alle wichtig. Ja? Das heißt, wenn ihr irgendwen kennt, der das noch nicht gemacht hat, bitte schickt das raus an denjenigen. So, wir fangen direkt an mit Nummer 1 und zwar, eure privaten Daten sollten geschützt sein. Das bedeutet, ja, ich weiß, ihr habt nicht unbedingt die Möglichkeit zu sagen, hey, dieses private Datum hier, das ist jetzt meins, das darfst du nicht verkaufen oder sowas. Das ist mir klar. Aber was ihr tun könnt, ist, überlegt euch gut, wem ihr wirklich eure Daten gebt. Und wir nehmen jetzt hier einfach mal nur die Adresse und den Namen und dann nehmen wir noch die Kreditkarteninformation. Ich habe dazu auf dem Vlog-Kanal schon ein Video gemacht, was das relativ ausführlich behandelt hat. Verlinke ich euch in der Endkarte, das heißt, ihr müsst bis zum Ende gucken. Und ja, was da passieren kann, ist Folgendes. Identitätsdiebstahl ist hier das große Wort. Und das Problem dabei ist, nehmen wir mal an, jemand verkauft eure Daten inklusive Kreditkartendaten im Darknet, ja. Dann kommt jemand anders und kauft diese Daten und ja, bestellt dann in eurem Namen irgendwelche Dinge auf Online-Webseiten, lässt sie halt einfach zu sich liefern. Das heißt, ihr bezahlt im Endeffekt für die Sachen vom Hacker, okay? Das ist noch der harmloseste Fall. Es gab auch schon Fälle, da wurde ein Bankkonto in dem Namen von einem Opfer im Endeffekt aufgemacht und dieses Konto dann natürlich maßlos überzogen. Es gab auch schon Fälle, da wurde tatsächlich eine komplette Firma auf jemanden aufgemacht, der seine Daten im Internet angegeben hatte. Und da sind mehrere Millionen Euro Schaden entstanden und derjenige kann sich aktuell nicht mal mehr aus Deutschland raustrauen. Ja? Das heißt, das ist wirklich allgegenwärtig. Es wird geschätzt, dass es sehr, sehr viele Leute betrifft und dass jeder zweite ungefähr Opfer von solchen Datenverlusten geworden ist schon. Das heißt, ihr müsst vorsichtig sein, was ihr da eigentlich gerade tut. Und ja, da gibt es sehr, sehr viele Beispiele. Mittlerweile ist das Thema ein bisschen mehr öffentlich geworden, aber immer noch nicht genug meiner Meinung nach. Das heißt, Achtung, wem ihr eure Daten gebt. Also ich meine, wenn ihr euch bei Google, okay, dann anmeldet, ja, von mir aus. Aber wenn ihr euch halt bei Website ABC mit euren kompletten Kreditkartendaten anmeldet, dann ist das vielleicht nicht die beste Idee. So, Nummer 2, Achtung, Phishing, ja. Es sind 9 Milliarden E-Mails täglich, die versendet werden, die nur dazu da sind, um eure Passwörter und so weiter und so fort zu klauen. Und das bedeutet, achtet darauf, was das eigentlich für eine E-Mail ist. Wir gucken uns das Ganze nochmal im Detail in einem Tutorial an, aber ja, ich will hier eigentlich so ein zusammenfassendes Video machen und die ganzen Punkte dann vielleicht später nochmal im Detail ein bisschen genauer besprechen, falls ihr euch dafür interessiert. Aber Achtung hier vor Phishing, das heißt, wenn ihr eine E-Mail bekommt, wenn ihr einen Link zugeschickt bekommt und da steht zum Beispiel drin, ihr müsst jetzt euer Passwort resetten, dann schaut genau hin, ob das auch wirklich die echte E-Mail ist. Eventuell ist das keine echte E-Mail und was ihr dann einfach tun könnt, also sagen wir einfach mal, es ist PayPal mal wieder, die irgendeine komische E-Mail verschicken und ihr bekommt quasi, hey, dein Konto wurde deaktiviert. Das habe ich schon mindestens 20 Mal bekommen und einmal sogar draufgeklickt, dabei passiert noch gar nichts Schlimmes, aber was man machen sollte, ist hier nicht auf den Link klicken in der E-Mail, sondern ihr geht einfach in den Browser von Hand, gebt dort von Hand ein paypal.com und loggt euch dann ein. Ja? Das heißt, nicht auf die E-Mail-Links klicken, nicht auf irgendwelche Links klicken, sondern selbst die Seite öffnen in eurem Browser. Dann passiert euch nichts. Dann ist alles safe, okay? Denn ja, alles, was die dann tun können, ist, naja, euch quasi auf eine falsche Webseite zu schicken. Und ja, das ist natürlich genau das, was sie machen wollen. Aber wenn ihr die Website selbst aufruft, dann kann euch das nicht passieren. So, der nächste Punkt, starke Logins. Und ja, jetzt denkt jeder, ich sag hier, man soll starke Passwörter verwenden. Nein, das ist es gar nicht. Viele Webseiten zwingen euch mittlerweile dazu, Passwörter mehr als 8 Zeichen, mehr als 10 Zeichen, mehr als 20 Zeichen zu verwenden. Und was im Endeffekt dabei rauskommt, sieht man eigentlich relativ schnell. Man, naja, wird von seinen Passwörtern irgendwie, man kann sie sich nicht mehr merken. Und dann benutzt man irgendwelche Billo-Passwörter, die nicht sicher sind. Das heißt, man benutzt sowas wie Apes. Das habe ich mal auf Twitter geteilt und ja, das ist natürlich absolut unsicher, weil es einfach dasselbe Passwort mehrfach hintereinander ist. Was ihr stattdessen machen solltet, wenn es möglich ist,
benutzt 2- oder Multifaktor-Authentifizierung, also 2FA manchmal abgekürzt. Dazu werde ich natürlich auch noch ein separates Video machen. Aber 2-Faktor-Authentifizierung ist ein unglaublich wichtiger Punkt, wenn ihr mehr Security haben wollt. Denn dann ist es so, wenn jemand euer Passwort hat, egal wie klein es ist, sei euer Passwort 1234, okay? Völlig egal, weil ihr müsst, wenn ihr euch eingemeldet habt mit eurem Passwort und eurem Benutzernamen, müsst ihr zusätzlich noch ein One-Time-Passwort eingeben, das ihr von eurem Handy bekommt. Das heißt, ihr habt quasi noch eine separate App, die euch immer wieder neu ein Passwort generiert. Das wird ich glaube alle 30 Sekunden oder sowas wird das Passwort neu generiert. Und ihr müsst das immer direkt eingeben, ansonsten könnt ihr euch nicht anmelden. Und ja, ihr könnt dieses Passwort nicht vorher wissen, ihr müsst es in der App nachschauen und genauso ist es für einen Hacker auch. Der Hacker muss in die App reinkommen und sprich dazu muss er vorher euer komplettes Handy hacken. Ja? Das heißt, klar, es ist wichtiger, euer Handy dann zu sichern, aber es ist eben unmöglich, mit eurem Passwort irgendwas dann anzufangen und das ist halt super geil. Das heißt, egal wie schlecht euer Passwort ist, eure Konten sind trotzdem sicher. Leider gibt es immer noch Webseiten, die so eine Funktion im Jahre 2020 nicht unterstützen und ich schreibe die dann immer ganz gerne an, hey, bau das jetzt endlich mal ein. Es wird langsam Zeit, das könnt ihr übrigens gerne auch machen. Aber ja, wenn es eben noch nicht funktioniert, dann müsst ihr halt einfach schauen, dass ihr wirklich ein sehr starkes Passwort nehmt, irgendwelche zufälligen Zeichen, lasst euch das generieren und speichert es euch in eurem Passwortmanager. Also von mir aus speichert es in Firefox oder in Chrome, speichert es in eurem Google-Konto, völlig egal. Aber Hauptsache, ihr habt ein sehr, sehr langes Passwort, das ihr dann eben das dann abgesichert ist. Und da, wo ihr das Passwort abspeichert, also sei es von mir aus euer Google-Konto, ja, euer Google-Konto muss dann 2-Faktor-Authentifizierung haben. Ansonsten geht gar nichts mehr. Das heißt, ihr braucht definitiv für da, wo ihr das Passwort reinspeichert, braucht ihr Mehrfaktor-Authentifizierung. Wir werden uns noch weitere Techniken angucken, das heißt, klickt ganz gerne auf die Glocke bei diesem Kanal hier, beziehungsweise klickt einfach abonnieren. Und ja, wir werden uns natürlich noch coole Sachen angucken, die das nochmal verstärken und noch mehr Security bringen. Aber das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Anfang hier. So, Nummer 4, und ja, wir sind erst bei Nummer 4, ich brauche für die Punkte heute ein bisschen länger, es tut mir leid, aber Nummer 4 ist, verbindet euch nur mit vertrauenswürdigen, kabellosen Verbindungen oder generell mit Verbindungen, aber ja, eben andere, also sagen wir einfach mal kabellose Verbindung dazu, okay? Damit meine ich, am besten keine öffentlichen Wi-Fis nutzen, denn da sind sehr viele Hacker unterwegs, die können mit euch sehr, sehr viele bösartige Dinge tun, beziehungsweise wenn das öffentliche Wi-Fi eine Verschlüsselung hat, dann ist das schon mal relativ gut. Wenn ihr ein öffentliches Wi-Fi verwenden müsst, dann am besten mit einem VPN dazu, aber ansonsten nutzt eure Datenverbindung, das ist eigentlich der sicherere Ort. Bluetooth, naja, es ist okay, wenn man Bluetooth die ganze Zeit anlässt, aber wenn man kann, sollte man Bluetooth am besten auslassen. Und ja, wenn ihr irgendwie merkt, dass sich Geräte mit eurem Handy verbunden haben, also irgendwie durch so ein, ich meine, das hört man ja am Kopfhörer oder beim Handy häufig, dass es irgendwie so Dudut macht, ja. Wenn ihr hört, dass irgendjemand sich damit verbunden hat, dann schaltet alle eure kabellosen Verbindungen aus, aber sofort. Und dann ist das eigentlich ganz okay. Aber generell, öffentliche Wi-Fis würde ich an eurer Stelle meiden, wenn es irgendwie mit eurem Datenvolumen vereinbarbar ist. Okay. Ja. Nummer 5 ist noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Eigentlich sind alle 10 Punkte super wichtig. Backups. Ihr braucht regelmäßig Backups. Ja. Der Punkt hinter Backups ist einfach, wenn ihr, sagen wir mal, aus Versehen eine Phishing-E-Mail bekommt, wie ich gerade schon vorhin gesagt habe, und da ist ein Anhang drin, ja. Und da ist von mir aus dann eine Ransomware drin, die eure Daten komplett verschlüsselt. Dann braucht ihr irgendwie eine Möglichkeit, wieder an eure Daten zu kommen. Backups sind genau das. Sie geben euch eure Daten wieder. So, was heißt das jetzt im Umkehrschluss? Naja, wenn ihr kein Backup habt, seid ihr alle eure Daten los. Wenn ihr ein Backup von vor 2 Wochen habt, seid ihr alle eure Datenänderungen der letzten 2 Wochen los. Das heißt, was solltet ihr tun? Naja, relativ häufig am besten Backuppen. Es gibt Software, und da kann ich auch ganz gerne ein Video dazu machen, es gibt Software, die euch regelmäßig, also sobald ihr euren PC hochfahrt, macht ihr ein Backup für euch. Das heißt, es läuft im Hintergrund ab, ihr merkt davon nicht mal irgendwas und ja, dann habt ihr es eigentlich schon. Für Handys ist es ein kleines bisschen schwieriger, da gibt es allerdings sowas auch und ja, ich würde euch empfehlen, sowas zu verwenden. Gut, Nummer 6 ist ja, Antivirenschutzprogramme. Ich weiß, viele behaupten immer noch, man sollte Antivirenschutzprogramme verwenden. Aber, und jetzt hier ein ganz wichtiger Punkt, Antivirenschutzprogramme haben sehr, sehr tiefen Zugriff auf euer ganzes System.
Das bedeutet, wenn ein Antivirenschutz gehackt wird, und das kommt häufig vor leider, weil Antivirenschutzprogramme, naja, das sind natürlich die Hauptziele von Hackern, ja, also wenn man da reinkommt, dann hat man Vollzugriff auf den ganzen Computer, da kann man alles damit machen. So, das heißt natürlich, Antivirenschutzprogramme sind so das Hauptziel von eurem Computer, von einem Hacker, und klar, natürlich, die sind super abgesichert, aber auch Antivirenschutzprogramme haben Fehler und man kommt in Antivirenschutzprogramme rein. Und das ist natürlich das große Problem. Das heißt, ich empfehle euch keine Antivirenschutzprogramme, außer hier gibt es einen Unterschied, und jetzt werdet ihr wahrscheinlich gucken, wie sonst was. Ich habe auch geguckt, als ich das quasi rausgefunden habe. Der Windows Defender ist eigentlich ziemlich geil. Und zwar, warum ist der so geil? Weil er direkt in das Betriebssystem von Windows perfekt eingebettet ist. Ja? Das heißt, der braucht nicht so viele Rechte wie andere Antivirenschutzprogramme. Der muss nicht irgendwie so krass sein, weil der mit dem Windows-System ganz gut zusammenarbeitet. Was bedeutet es aber im Umkehrschluss? Unter Linux, unter Mac am besten kein, also vor allem unter Linux, kein Antivirenschutzprogramm, sondern einfach euer Gehirn verwenden, denn euer Gehirn ist das beste Antivirenschutzprogramm. Man kommt als Hacker nicht einfach so auf Privat-PCs rein, das ist ein Trugschluss, den ich sehr, sehr häufig höre. Man kommt da nicht einfach so rein, wenn man nicht irgendwie, sagen wir mal, eine E-Mail schickt oder wenn man in einem Browser irgendeine bösartige Datei zum Runterladen hat. Das heißt, als Hacker muss man den User erstmal dazu bringen, was Bösartiges bei sich auf dem Rechner zu installieren. Und wenn er das nicht tut, naja, dann macht man als Hacker quasi gar nichts, außer dumm aus der Röhre zu gucken. Das heißt, man hat keine Chance, da wirklich reinzukommen, außer es gibt jetzt irgendwie eine Schwachstelle. Und in den meisten Fällen ist der Mensch die Schwachstelle. Das heißt, nutzt euer Gehirn und dann ist es eigentlich ganz gut. Dann müsst ihr euch nicht auf so ein Antivirenschutzprogramm verlassen. So. Der 7. Punkt sind Updates. Updates sind unfassbar wichtig und sie behandeln quasi das, was euer Brain nicht falsch gemacht hat, okay? Also wenn euer Brain wirklich sagt, hey, die Datei lade ich lieber mal nicht runter, sondern lass das mal, kann es natürlich immer noch sein, dass ein Hacker irgendwie eine Schwachstelle in einem Browser ausnutzt, also zum Beispiel in eurem Chrome, okay? Nehmen wir einfach mal an, Chrome hat eine Schwachstelle. Kommt super selten vor, aber kann vorkommen. Und dann kann der Hacker darüber quasi Software bei euch installieren und kann genau das machen, was ihr, was ihr verhindern wollt. Das heißt im Endeffekt bösartige Sachen ausführen, auf eure Webcam zugreifen und so weiter und so fort. Was ihr dagegen machen könnt, ist natürlich im Endeffekt gar nichts. Aber was Google dagegen macht, die fixen natürlich diese Schwachstelle, sobald es möglich ist. Das heißt, die Schwachstelle wird höchstwahrscheinlich von Google sogar selbst gefunden, weil die natürlich dauerhaft ihre Browser oder so untersuchen, also alle ihre Software quasi die ganze Zeit untersuchen. Und wenn die was finden, und das sind wirklich sehr, sehr fähige Leute bei denen, wenn die was finden, dann fixen sie das, dann reparieren sie den Bug in deren Browser. Und ja, was dann natürlich passiert ist, ihr bekommt das Ganze als Patch. So, wenn der User jetzt aber sagt, ich möchte diesen Patch nicht installieren, weil Reasons, Faulheit oder sowas, dann ist natürlich Kacke. Ja, dann kann der Hacker, egal was Google macht, kann der Hacker immer auf euren PC zugreifen. So, das ist natürlich das große Problem mit nicht aktueller Software und das betrifft alle Bereiche. Ja, das betrifft euer Handy, also euer Smartphone, das betrifft alle Software, alle Apps auf eurem Smartphone, das betrifft aber selbstverständlich auch euren Rechner, euer Windows, Linux, Mac Rechner, was auch immer, eure Software, die ihr darauf installiert habt und so weiter und so fort, auf eurem Server, wenn ihr einen habt, wenn ihr irgendwie professionell eine Website hostet und so weiter. Da ist der allerwichtigste Tipp immer Updates machen. Immer die Updates machen, ansonsten habt ihr ein Problem. Gut, das war eigentlich Punkt 7, das heißt bitte, bitte immer Updates machen, das sage ich so oder so immer. Und ja, das gilt zum Beispiel auch für die Corona-App, da als kleines Beispiel noch zusätzlich will ich das kurz geben. Und zwar, manche Leute haben behauptet, sie hätten Exploits über die Corona-App gesehen. Und das war auch richtig an sich, aber das Problem war nicht die Corona-App, sondern das Problem war die Schwachstelle in Bluetooth, die eigentlich schon gefixt war, aber die manche Leute einfach nicht geupdatet hatten. Sprich, da draußen rennen sehr viele Leute mit alten Softwareversionen rum. Und wenn man alte Softwareversionen hat, naja, dann kann einfach ein Hacker hergehen und kann alles mit dem Handy machen. Also wirklich alles. Und das ist halt tragisch, weil es einfach so einfach zu reparieren wäre, indem man einfach diesen kleinen Button mit Update da pusht. Ja, wenn man dann mal in einem Netzwerk drin ist, dann kann es passieren, dass noch ganz viele andere Geräte von euch infiziert werden. Das heißt, wenn eure Mutter zum Beispiel, wenn ihr mit eurer Mutter in einem Haushalt lebt, ja,
ihr Handy nicht updatet, sie kriegt eine Malware drauf und die verbreitet sich dann im lokalen Netzwerk, dann habt auch ihr diese Malware auf eurem Rechner. Und das ist natürlich katastrophal, vor allem wenn man auch ans Unternehmen denkt. Dann geht die Mutter wieder ins Unternehmen, geht wieder arbeiten oder sowas und verbreitet dort die Malware im ganzen Unternehmen und so weiter und so fort. Also da kommen wirklich Horrorszenarien dann rein. Das ist halt das Problem. Und ja, so passiert dann auch sehr, sehr viel. Gut, Nummer 8 ist dasselbe Passwort bitte nicht doppelt zu verwenden, ja. Das ist ein Riesenproblem, denn wenn ein Passwort mal irgendwann geknackt wird, dann hat man relativ schnell wieder das Ganze, also natürlich probiert man dann als Hacker, wenn man weiß, okay, das ist die E-Mail-Adresse, das ist das Passwort, probiert man das auf allen Webseiten aus, die man so kennt, also Facebook, Google, etc. etc. Und ja, dann ist es natürlich Kacker, weil dann habt ihr natürlich einfach überall einen Hack, obwohl nur eine Seite gehackt wurde. So, der Punkt ist allerdings, wenn ihr so, also wie ich vorhin gesagt habe, Passwortmanager verwendet und wenn ihr Zwei-Faktor-Authentifizierung verwendet, dann bringt dieses Passwort und der Benutzername, wie gesagt, einfach gar nichts, weil ihr dann starke Passwörter habt und gleichzeitig noch mehr Faktor-Authentifizierung habt, also zum Beispiel eben euer Handy braucht. Und dann bringt einem so eine Kombination nichts. Das heißt auch hier wieder, bitte Zwei-Faktor verwenden und bitte starke Passwörter, wenn es keine Zwei-Faktor-Authentifizierung gibt, verwenden. So, Nummer 9 ist, bitte guckt regelmäßig nach, ob ihr gehackt wurdet. Jetzt, wie zur Hölle soll man das machen? Normalerweise bekommt ihr eine E-Mail, ja? Eine E-Mail von, sagen wir mal, wie bei mir zum Beispiel vor kurzem, Blizzard. Ja, jemand hatte meinen Blizzard-Account gehackt. Warum auch immer die das Passwort rausgefunden haben, die müssen da tatsächlich einfach ein Brute Force hingeschickt haben und das Capture irgendwie umgangen haben. Weiß ich nicht genau. Aber schaut nach, ihr bekommt ja dann eine E-Mail. Nehmt solche E-Mails ernst und schaut nach, ob ihr euer Passwort vielleicht ändern könnt oder sowas. Das kann vorkommen, das ist auch nicht schlimm erstmal, denn in den meisten Fällen hilft der Support einem dann weiter. Also zum Beispiel bei mir wurde tatsächlich der Account dann einfach wieder zurückgesetzt auf einen Zeitpunkt davor und ich habe dann einfach Zwei-Faktor-Authentifizierung angemacht. Ist jetzt schon eine Weile her, deswegen altes Beispiel, aber vielleicht betrifft das ja den einen oder anderen von euch. Versucht da tatsächlich mit dem Support dann Kontakt aufzunehmen, wenn irgendwas ist und versucht euer Konto einfach zurückzusetzen, weil ihr habt ja dann die Möglichkeit, das alles wieder zu checken und zu reparieren sozusagen. Dann müsst ihr halt schnell reagieren und schnell das Passwort ändern. Und dann am besten, wie gesagt, Zwei-Faktor und so weiter anschalten. Aber es gibt natürlich auch Fälle, wo einfach eure Daten geklaut werden. Dafür gibt es auch Webseiten. Ich habe auf dem Vlog-Kanal schon mal welche vorgestellt. Mittlerweile ist sogar noch eine dazugekommen, die ich davor noch gar nicht kannte. Und zwar einmal Have I Been Pawned? Ja? Ihr könnt dort checken, ob ihr betroffen seid von einem Passwort-Leak. Das heißt, ob eure Daten irgendwo veröffentlicht wurden, ob eure E-Mail-Adresse irgendwo veröffentlicht wurde, ob eure whatever veröffentlicht wurden. Ja? Das zweite ist, ich habe mit jemandem zusammengearbeitet, der hat auch eine Webseite, die euch sogar informiert, wenn ihr irgendwo einen Leak habt. Ja? Das heißt, der sammelt dann auch quasi, wie Have I Been Pawned, sammelt der die ganzen Leaks und der geht auch regelmäßig tatsächlich im Darknet suchen und so weiter und so fort und sammelt dann die ganzen Daten, die er dort finden kann, die er überall finden kann und überprüft, wenn ihr was eingegeben habt, also wenn ihr quasi sagt, hey, ich möchte gerne, dass meine Adresse überprüft wird oder meine E-Mail-Adresse überprüft wird, dann überprüft er das in der Datenbank und sagt, jo, das wurde geleakt, bitte einmal komplett ändern und vor allem auch Anzeige erstatten. Das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn ihr irgendwie einen Leak entdeckt. Das dritte ist, wenn ihr den Google Passwortmanager verwendet, also quasi das, was mit eurem Google-Account verknüpft ist, dann könnt ihr dort tatsächlich überprüfen, ob die geleakten Passwörter, also falls irgendwo mal Passwörter aufgetaucht sind, in Kombination mit eurem Benutzernamen oder eurer E-Mail-Adresse, dann könnt ihr dort überprüfen, ob dort tatsächlich irgendwie noch andere Konten dasselbe Passwort oder sowas haben, also falls ihr mal dasselbe Passwort verwendet habt. Das macht das automatisch für euch und das ist eigentlich ziemlich cool. So, und der letzte Punkt, Nummer 10, glaubt nicht irgendwelchen random Leuten im Internet. Und ja, damit meine ich natürlich nicht unbedingt mich, meins sind einfach nur irgendwelche Tipps, die man anwenden kann, den dürft ihr ruhig glauben. Aber was ich damit meine, ist vor allem ein Beispiel. Und zwar, ich wurde tatsächlich eine Weile lang, und das war irgendwie zu dem Zeitpunkt Modeerscheinung, wurde ich häufig von Leuten angeschrieben, die gesagt haben, hey, meine Freundin, meine Schwester, whoever, wird erpresst. Und zwar, weil ein Typ behauptet, er hat Nacktfotos von ihr gefunden, beziehungsweise bekommen und ja, er droht jetzt damit, die quasi an die Familie zu schicken, an und so weiter zu schicken. So, der Punkt dahinter war, diese Menschen, also dieser Scammer, der das getan hat, der die Leute erpresst hat, der hat einfach breit auf Instagram alle möglichen Leute angeschrieben und hat gesagt, hey, ich habe Nacktbilder von dir. So, und
ja, wieso hatte der die Nacktbilder? Naja, der Punkt ist, er hatte die Nacktbilder gar nicht. Er hat einfach behauptet, dass er sie hatte. Und die Leute haben ihm dann quasi, damit er sie nicht weiter erpresst, haben sie ihm Nacktbilder geschickt. Ihr versteht, was das macht. Natürlich, die Leute, die nie Nacktbilder von sich im Internet veröffentlicht haben, die antworten auf sowas gar nicht, weil sie wissen, dass es fake ist, weil es keine Nacktbilder von ihnen gibt. Ja? Aber die schon mal welche verschickt haben, die sind natürlich dann, oh mein Gott, oh nein, ja. Und die haben natürlich mega Panik, mega Angst und tun dann alles, was derjenige sagt, auch wenn er gar keinen Beweis liefert. Das heißt, vertraut diesen Leuten nicht, schickt denen bitte keine Nacktbilder oder sonstige Sachen, zahlt denen kein Geld. Die könnten einfach lügen und sagen, sie haben welche, obwohl sie gar nichts haben. Ja? Das muss eigentlich nicht mal wirklich auf euch persönlich sein, sondern die schießen einfach breit irgendwelche möglichen Leute an. Ja? Also die verbreiten einfach diese Informationen im Netz, sie hätten was, obwohl sie gar nichts haben. Das machen die mit Hunderttausenden. Und wenn dann auch nur 5 antworten, haben sie schon gewonnen. Das heißt, bitte seid intelligent und vertraut nicht solchen Leuten. Wenn die wirklich was von euch haben, dann werden die euch weiter erpressen, bis sie quasi keinen Bock mehr haben. So, und dann kann es sein, dass ihr denen mega viel Geld zahlt. Das heißt, es ist sowieso unausweichlich. Okay, das über 20 Minuten, es tut mir mal wieder leid, aber das waren tatsächlich die 10 wichtigsten Tipps, die ich euch geben kann, die jeder für mehr IT-Security im privaten Bereich machen sollte. Wir werden auf die einzelnen Tipps noch weiter eingehen. Also wie gesagt, ich habe natürlich vor, zum Beispiel über 2- oder Mehrfaktor-Authentifizierung noch was Größeres zu machen und so weiter und so fort. Wir machen da noch ein paar Sachen dazu. Deswegen, ja, wäre cool, wenn ihr daran noch mehr Interesse habt, wenn ihr mir das sagt oder wenn ihr andere Themen habt. Ihr habt mir übrigens so viele Themen gegeben für den Cyber Security Month. Ich weiß schon gar nicht mehr, wohin mit den ganzen Themen. Vielen, vielen Dank dafür. Das war super, super geil. Manches davon ist eine Serie. Das heißt, für Serien werde ich lange brauchen, weil die einfach auch viel Vorbereitung brauchen, viel in tiefe Wissen reingehen. Und ja, deswegen wird das leider nicht so möglich sein, dass ich die alle behandle in dem Cyber Security Month. Ich werde natürlich jetzt auch erstmal die aktuellen Playlisten durchlaufen lassen auch. Aber bitte behaltet im Kopf, es ist nicht vergessen, okay? Es ist nicht vergessen, egal welche Wünsche ihr hattet. Ich habe mir die alle aufgeschrieben, auch wenn es wirklich viele waren. Und ja, irgendwann hoffe ich, dass ich sie alle behandeln kann. Gut, das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Bis dann. Ciao.